Bevor wir gleich durchstarten, würde ich vielleicht dich bitten, Ida, du hast die Idee bisher durch die Design Thinking Phase durchgeführt. Gib uns allen doch noch mal einen kurzen Abriss, um was es hier geht, wofür wir nachher einen MVP definieren wollen. Ja, das kann ich gerne machen. Vor 2 Wochen, ich glaube, ihr habt es mitbekommen, habe ich einen Design Thinking Sprint über eine Woche hinweg durchgeführt mit einem kleinen Team der Agentur. Und ja, wir wollen auch wie viele andere am Markt eine digitale Plattform entwickeln. Aber was ist die Idee der Plattform? Und zwar wollen wir Kleinstunternehmen mit Mikroinfluencern zusammenbringen. Kleinunternehmen, das sind in der Regel Betriebe mit weniger, also bis zu 10 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Und das kann irgendwie ein Dienstleister sein für Escape Rooms, es kann ein Yoga-Studio sein, es kann irgendwie die Autowaschanlage gegenüber sein. Und diese Betriebe haben in der Regel weder Kapazität noch die Fähigkeiten, sich in ihre Marketingmaßnahmen einzufinden. Auf der anderen Seite gibt es die Mikro-Influencer, geringe Followerschaft und haben Lust, jetzt irgendwie durchzustarten in ihrem Influencer-Dasein und haben auch eine hohe Engagement-Rate, kann man sagen. Spezialisieren sich schon ein bisschen mit ihrer Followerschaft und sind dadurch auch etwas günstiger erstmal sie zu akquirieren. Und die Plattform soll dann ein Matchmaking darstellen, dass die Kleinstunternehmen mit den Mikroinfluencern zusammengebracht werden, damit dann auch Kleinstunternehmen Marketing ausüben können und somit weiterhin bestehen können. Und wir kommen dann als Agentur ins Spiel und gestalten die Plattform, entwickeln die Plattform und grundlegend ist ja da auch eine Datenbank dann anzulegen. Und wie dann das Matchmaking funktioniert, das gehen wir heute durch. Super, vielen Dank, Ida. Wie geht's den anderen beiden mit der Idee? Hört sich erstmal ganz gut an, ist komplettes Neuland für mich, muss ich tatsächlich sagen. Sowohl, dass wir als Plattformbereitsteller agieren, wenn ich das richtig so verstanden habe. Da sehe ich auch eine Menge Risiken, bestimmt auch die ein oder andere Chance. Und so auch mit dem Geschäftsmodell, was da hinten dran ist, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Aber es ist ein Experiment und schauen wir mal. Ja. Genau, ja, also ich finde die Idee klingt echt super spannend, gerade da wir jetzt selber eine Plattform entwickeln und die Chance haben, eine eigene Datenbank aufzusetzen mit den Informationen, die wir über die verschiedenen Influencer zum Beispiel sammeln, kann ich mir schon richtig gut vorstellen, wie man zum Beispiel Artificial Intelligence nutzen kann, um diesen Match besser herzustellen und dafür zu sorgen, dass wir echt coole Resultate unseren Nutzern zeigen können. Da habe ich auch schon echt Lust, was umzusetzen und kann mir schon das echt sehr gut vorstellen, wie ich da vielleicht mit APIs arbeite oder so. Wie nach der Vorstellungsrunde bereits vermutet, ist Robin eher skeptisch. Er bringt dies durch Risiken zum Ausdruck und befürchtet, dass da irgendetwas schiefgehen könnte. Das sind aus seiner Position valide Emotionen. Es ist im Workshop also meine Aufgabe, ihm diese Angst zu nehmen. Jannek dagegen denkt gleich an AI, was die Idee möglicherweise sehr groß werden lassen kann. Er will auch sofort anfangen umzusetzen. Vielleicht muss ich ihn da noch etwas bremsen, denn wir wollen ja zuerst priorisieren, an was wir arbeiten, bevor wir uns auf die Arbeit stürzen und Tatsachen schaffen.